Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Marc, wie geht es dir heute? Hi Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut, danke. Heute möchte ich dir eine Frage stellen. Warst du schon einmal in Bangkok? Ja, ich war in Bangkok. Ich habe Bangkok letztes Jahr besucht. Es war eine tolle Reise. Das klingt interessant. Ich war noch nie in Bangkok. Kannst du mir von deiner Reise erzählen? Natürlich, Anna. Ich bin mit meiner Familie nach Bangkok gefahren. Wir haben dort 5 Tage verbracht. Wir haben viele schöne Orte gesehen und köstliches Essen probiert. Welche Orte hast du in Bangkok besucht? Wir haben den Grand Palace, Wat Pho und den schwimmenden Markt besucht. Der Grand Palace ist sehr groß und schön. Er hat viele goldene Gebäude. Ich habe Bilder vom Grand Palace gesehen. Er sieht sehr beeindruckend aus. Ja, das ist er. In Wat Pho haben wir den großen liegenden Buddha gesehen. Die Statue ist 46 Meter lang und sehr friedlich. Das klingt erstaunlich. Bist du zum schwimmenden Markt gegangen? Ja, das haben wir. Der schwimmende Markt ist sehr belebt und bunt. Wir haben Früchte und Snacks von Booten gekauft. Es war ein einmaliges Erlebnis. Ich mag Märkte. Ich denke, der schwimmende Markt wäre mein Lieblingsort. Du würdest ihn lieben. Wir haben auch eine Bootsfahrt durch die Kanäle gemacht. Es war eine großartige Möglichkeit, die Stadt zu sehen. Hast du lokale Speisen in Bangkok probiert? Ja, wir haben viele verschiedene Arten von Essen probiert. Wir haben Pad Thai, Tom Yum Suppe und klebrigen Reis mit Mango gegessen. Das Essen war sehr lecker und nicht zu scharf. Ich liebe thailändisches Essen. Ich möchte Pad Thai und klebrigen Reis mit Mango probieren. Du solltest sie probieren, wenn du Bangkok besuchst. Das Straßenessen ist ebenfalls sehr gut. Wir haben an kleinen Ständen gegessen und frisches Obst und Frühlingsrollen genossen. Das klingt köstlich. Wie war das Wetter in Bangkok? Als wir dort waren, war das Wetter heiß und sonnig. Wir haben viel Wasser getrunken und leichte Kleidung getragen. Es war sehr warm, aber wir hatten Spaß. Ich habe gehört, dass Bangkok sehr geschäftig sein kann. Hast du es als überfüllt empfunden? Ja, Bangkok ist eine lebhafte Stadt. Es gibt viele Autos und Menschen. Der Verkehr ist manchmal sehr stark, aber wir haben die Skytrain und Boote benutzt, um uns leicht fortzubewegen. Die Skytrain ist eine gute Möglichkeit, um den Verkehr zu vermeiden. Ich habe sie auf Bildern gesehen. Sie ist sehr sauber und schnell. Wir sind auch in den Parks spazieren gegangen und haben einige Museen besucht. Die Stadt hat viele grüne Flächen. Hast du einige Einkaufsbereiche besucht? Ja, wir waren in mehreren Einkaufszentren und Märkten. Wir haben den Chatuchak-Wochenendmarkt besucht, der sehr groß ist. Dort findest du Kleidung, Souvenirs und Handwerkskunst. Ich kaufe gerne einzigartige Gegenstände. Der Chatuchak-Markt klingt nach einem großartigen Ort zum Besuchen. Das ist er. Du kannst um Preise feilschen und viele interessante Dinge kaufen. Ich habe ein kleines handgefertigtes Armband als Souvenir gekauft. Das ist sehr schön. Ich möchte ein Souvenir kaufen, wenn ich nach Bangkok gehe. Du wirst viele Optionen in den Märkten finden.
Bangkok ist eine Stadt voller Kultur und Kunst. Wir haben auch traditionelle Tanzaufführungen gesehen und Kunstgalerien besucht. Ich liebe Kunst und Kultur. Ich würde gerne eine traditionelle Tanzaufführung sehen. Das solltest du auf jeden Fall tun. Es ist sehr schön und erzählt Geschichten der thailändischen Geschichte. Bangkok ist auch bekannt für sein Nachtleben. Wir haben einen Nachtmarkt besucht und viele bunte Lichter gesehen. Ich habe gehört, dass die Nachtmärkte sehr lebhaft sind. Hast du den Nachtmarkt genossen? Ja, das haben wir. Wir haben mehr Straßenessen probiert und einige Kleidung und Accessoires gekauft. Die Atmosphäre war sehr freundlich und spaßig. Ich möchte den Nachtmarkt erleben, wenn ich nach Bangkok komme. Was war dein Lieblingsteil der Reise? Mein Lieblingsteil war die Bootsfahrt durch die Kanäle. Es war so friedlich, die Stadt vom Wasser aus zu sehen. Ich habe auch das Essen und die freundlichen Menschen geliebt. Das klingt wunderbar. Ich denke, ich würde die Bootsfahrt und das Essen auch genießen. Du wirst Bangkok lieben, Anna. Es ist eine Stadt voller Leben und neuer Erfahrungen. Ich hoffe, nächstes Jahr nach Bangkok zu reisen. Ich möchte den Grand Palace sehen und all das köstliche Essen probieren. Du solltest eine Reise planen. Es gibt viele Touren, die du buchen kannst, und du kannst viele Orte in kurzer Zeit erkunden. Ich werde bald mit der Planung meiner Reise beginnen. Danke, dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast, Marc. Gern geschehen, Anna. Ich freue mich, dir von Bangkok zu erzählen. Ich weiß, dass du dort eine tolle Zeit haben wirst. Ich bin sehr aufgeregt, eines Tages nach Bangkok zu reisen. Ich habe viele Fragen zur Stadt. Frag mich jederzeit, ich werde versuchen, dir bei der Planung deiner Reise zu helfen. Hast du während deines Aufenthalts einige thailändische Wörter gelernt? Ja, ich habe ein paar einfache Wörter gelernt. Zum Beispiel bedeutet Savade Hallo und Kop Kun Danke. Das ist leicht zu merken. Ich möchte vor meiner Reise ein paar thailändische Wörter lernen. Das ist eine gute Idee. Ein paar Worte zu lernen macht die Reise unterhaltsamer und hilft dir, mit den Einheimischen zu kommunizieren. Ich stimme zu. Ich werde einige thailändische Phrasen üben. Was ist mit den Hotels? Wo hast du in Bangkok übernachtet? Wir haben in einem kleinen Hotel in der Nähe des Stadtzentrums übernachtet. Es war sauber und komfortabel. Das Personal war sehr freundlich. Das ist wichtig. Ich möchte in einem guten Hotel wohnen, wenn ich komme. Es gibt viele Hotels in Bangkok, von günstig bis luxuriös. Du kannst eines wählen, das zu deinem Budget passt. Ich werde nach einem Hotel suchen, das in der Nähe der Orte liegt, die ich besuchen möchte. Hast du einen Reiseführer genutzt oder an Touren teilgenommen? Wir haben an einigen geführten Touren teilgenommen. Die Guides waren sehr hilfsbereit und haben uns viele interessante Fakten über die Orte erzählt, die wir besucht haben. Das klingt nützlich. Ich werde vielleicht an einer Tour teilnehmen, um mehr über die Geschichte und Kultur zu erfahren. Touren sind eine großartige Möglichkeit, viele Orte in kurzer Zeit zu sehen. Du kannst auch selbstständig erkunden, wenn du das bevorzugst. Mir gefallen beide Ideen. Ich möchte die Hauptattraktionen sehen und auch in der Stadt umherwandern. Was ist die beste Zeit, um Bangkok zu besuchen? Ich denke, die beste Zeit ist während der kühlen Jahreszeit von November bis Februar. Das Wetter ist weniger heiß und angenehmer. Ich werde meine Reise für diesen Zeitraum planen. Ich mag kein sehr heißes Wetter. Ja, die kühle Jahreszeit ist sehr angenehm. Du kannst Aktivitäten im Freien genießen, ohne zu warm zu sein. Ich freue mich auf meine Reise nach Bangkok.
Ich möchte viele Fotos machen und großartige Erinnerungen sammeln. Du wirst viele Möglichkeiten haben, schöne Fotos zu machen. Bangkok ist eine Stadt voller Farben und Leben. Danke, dass du deine Reise mit mir geteilt hast, Mark. Ich habe heute viel über Bangkok gelernt. Gern geschehen, Anna. Ich freue mich, meine Erfahrungen zu teilen. Ich weiß, dass du deinen Besuch genießen wirst. Ich werde mit der Planung meiner Reise beginnen und einige thailändische Wörter üben. Ich möchte das Beste aus meinem Besuch machen. Das ist ein guter Plan. Wenn du weitere Informationen benötigst, frag mich einfach. Ich bin hier, um zu helfen. Ich schätze deine Hilfe, Mark. Ich bin sehr aufgeregt über die zukünftige Reise. Ich freue mich auch für dich. Bangkok ist eine wunderbare Stadt. Du wirst viele neue Erfahrungen machen. Ich kann es kaum erwarten, den Grand Palace zu sehen, das Essen zu probieren und auf den Märkten einzukaufen. Es wird ein Abenteuer. Ja, es wird ein Abenteuer. Du wirst freundliche Menschen treffen und etwas über eine andere Kultur lernen. Ich hoffe auch andere Orte in Thailand zu besuchen wie Chiang Mai und die Inseln. Das ist eine großartige Idee. Jede Stadt in Thailand hat ihren eigenen Charme und ihre Attraktionen. Vielen Dank, dass du mir von Bangkok erzählt hast. Du hast mein Interesse am Besuch noch gesteigert. Gern geschehen, Anna. Ich freue mich, meine Erfahrungen zu teilen. Ich weiß, dass du eine tolle Zeit in Bangkok haben wirst. Ich werde heute mit der Planung meiner Reise beginnen. Ich möchte so viel wie möglich sehen, wenn ich komme. Das ist eine gute Einstellung. Vorauszuplanen wird dir helfen, das Beste aus deiner Zeit zu machen. Ich werde nach einem guten Reiseführer suchen und mehr über die zu besuchenden Orte lernen. Ein Reiseführer ist sehr hilfreich. Er kann dir Informationen über die Geschichte, die Kultur und die besten Restaurants geben. Ich werde auch versuchen, ein paar weitere thailändische Phrasen zu lernen. Ich möchte mit den Einheimischen sprechen. Das ist eine wunderbare Idee. Selbst einfache Wörter wie Hallo und Danke können einen großen Unterschied machen. Ich fühle mich jetzt viel sicherer bezüglich meiner zukünftigen Reise. Danke für deinen Rat, Mark. Ich freue mich, dir helfen zu können, Anna. Ich weiß, dass du jeden Moment deiner Reise nach Bangkok genießen wirst. Lass uns nach deiner Reise wieder treffen, damit du mir von deinen Erfahrungen erzählen kannst. Ja, ich würde gerne meine Erinnerungen mit dir teilen. Ich bin mir sicher, dass ich viele Geschichten zu erzählen haben werde. Ich freue mich darauf, alles über dein Abenteuer in Bangkok zu hören. Hab einen schönen Tag, Anna, und viel Spaß bei der Planung deiner Reise. Danke, Mark. Auch dir einen schönen Tag. Ich werde sofort mit der Planung meiner Reise beginnen. Bis bald. Auf Wiedersehen, Anna. Bis bald! Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.